Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich euch ein bisschen dazu erzählen, was Cask Ale ist. Cask Ale ist in Großbritannien die bevorzugte Art und Weise, ein Bier zu servieren. Es ist nämlich kein Bierstil, wie manche fälschlicherweise annehmen, sondern ist so das Äquivalent zum deutschen Fassbier. In Deutschland ist das Fassbier allerdings das gleiche wie Keg Ale, wo man ein fertiges Bier zwangskarbonisiert im Keg hat, während Cask Ale eben eine besondere Zubereitungs- und Servierweise bedeutet. Also das Besondere am Cask Ale ist erstmal, dass es die frischeste Art und Weise ist, ein Bier zu servieren. Es gibt keine Art und Weise auf der Welt, wie das Bier frischer nach dem Fertigstellen der Gärung ins Glas kommt. Das Ganze funktioniert, indem man ein Fässchen hat oder ein Fass und die Gärung wird in dem Fass beendet und da entsteht dabei die Kohlensäure. Das ist teilweise so ein bisschen wie bei einer Flaschengärung, dass man also zum Beispiel Speise oder Zucker hinzufügt. Es kann aber auch sein, dass man grün schlaucht. Das kennen wir als Hobbybrauer ja beides auch. Und das Besondere ist eben, dass das in einem großen Stil in den Kneipen, also in den Public Houses, Pub ist die Abkürzung für Public House, dass das dort eben direkt so serviert wird. Und dadurch eben besondere Geschmackserlebnisse bewerkstelligt werden. Ich habe ein paar Notizen gemacht, aber ich versuche das Ganze mal frei zu erzählen, deswegen Momentchen, ich bin gleich wieder soweit. Also in den 70er Jahren war es um Cask Ale besonders schlecht bestellt in Großbritannien und da kam ja dann die Campaign for Real Ale, abgekürzt CAMRA, die sich dafür stark gemacht hat, dass man eben das Bier wieder als Cask Ale serviert, weil die Keg Ales weniger guten Geschmack liefern. Vor allem, wenn sie mit Stickstoff gespundet sind, weil Stickstoff Hopfenaromen erstickt. Und mittlerweile ist es so, dass 15% der Verkäufe in Großbritannien Cask Ale sind. Und das Ganze ist immer noch leicht steigend, weil halt immer mehr kleine Brauereien das Cask Ale wiederentdecken. Und es auch mittlerweile Tendenzen dazu gibt, dass man vielleicht die IPAs in Casks serviert. Wie funktioniert das Ganze? Also das Besondere am Cask Ale ist, es hat verhältnismäßig wenig Kohlensäure. Es ist also nicht komplett still, wie manche Leute das immer so gerne klagend anmerken. Aber es ist tatsächlich weniger Kohlensäure und es ist auch nicht 4 Grad kalt, sondern die offizielle Definition ist 10 bis 12 Grad Celsius. Also es ist wärmer als Keg Ale, aber es ist natürlich nicht warmes Bier. Das sollte es unter keinen Umständen sein. Außerdem ist noch relativ wichtig, dass das kristallklar ist. Das ist ja beim Keg Ale genauso, aber das ist eben eine relativ wichtige Sache bei Cask Ale und das ist ein Qualitätsmerkmal, dass alle Prozesse so funktioniert haben, wie sie sollen. Der Grund, warum ich jetzt hier 3 Flaschen stehen habe, ist, dass mir aufgefallen ist, dass es einen Unterschied macht, ob ich meine Flaschen wie immer eine halbe Stunde vor dem Trinken aus dem Kühlschrank nehme und dann 10 bis 12 Grad Celsius habe, oder ob ich die bei 10 bis 12 Grad lager, wie es jetzt im Winter auf dem Balkon zum Beispiel möglich war. Und mir ist das unter anderem, also teilweise auch bei meinen eigenen Bieren, aber auch bei diesem hier, das ist das Shepherd Neame Spitfire, ein sehr malziges und hopfiges Bier, aufgefallen, dass ich da plötzlich mal ein Bier hatte, was ganz anders schmeckt, also eine Flasche, die ganz anders schmeckte als die anderen. Und ich habe jetzt extra die 3 zur gleichen Zeit bei uns in der Gegend im Laden gekauft und werde versuchen, die jetzt zu verkosten. Ich habe hier eins, das kommt gerade frisch aus dem Kühlschrank, 4 Grad. Das hier habe ich vor einer halben Stunde aus dem Kühlschrank genommen. Mal gucken, ich messe gleich, welche Temperatur das hat. Und dann habe ich eins aus meinem Lagerkühlschrank, 10 bis 12 Grad. So, während ich das jetzt abfülle, möchte ich euch noch ein bisschen weiter was zum Thema Cask Ale erzählen. Also normalerweise ist die Servieren mit einer Handpump oder Beer Engine. Und das ist eine Zapfanlage, die eben nicht mit Druck von außen funktioniert, sondern die funktioniert damit, dass das Ganze, man sagt immer per Scherkraft, aber das ist ja nicht wirklich, sondern mit der Kraft des Hebels zieht man das Bier aus dem Fässchen raus. So, ich wollte schon immer mal diese neuen Pintgläser testen. Jetzt sehe ich auch, das sind wohl tatsächlich die echten Pintgrößen, also 568 Milliliter. Denn ich habe auch 500 Milliliter Pintgläser aus Deutschland und die sind bei 500 Milliliter dann randvoll. Und das hier hat jetzt tatsächlich noch einen Zentimeter. Ich möchte jetzt aber auch gleichmäßig eingießen, um einen konstanten Schaum zu erhalten. Deswegen werde ich jetzt hier nicht besonders schwungvoll arbeiten. Und ich glaube auch, das ist eins von diesen Bieren, die haben halt nichts drin, das den Schaum stabilisiert. Die stehen einfach dazu, dass es wenig Schaum ist. Das hat sich mittlerweile in England ein bisschen geändert. Also früher war das so, dass Schaum gar nicht erwünscht ist, weil das Glas eben so groß war, dass es randvoll sein muss, damit man auch wirklich das bekommt, wofür man bezahlt hat, nämlich das Pint. Und mittlerweile ist es schon üblich in den Gläsern, dass man so einen Zentimeter dichten Schaum hat und dass man auch versucht, die Biere so zu machen, dass das Ganze lange hält, was den Schaum angeht.
Aber so 2-3 Millimeter stabilen Schaum ist eigentlich noch der Klassiker. Okay, also eine Brauerei, was die jetzt normalerweise tun würde, wäre die, Moment, ich zeig das mal an so einem Fässchen. Das ist jetzt natürlich kein Cask-Fässchen, aber das hätte normalerweise die eine Öffnung, wo das Bier rausgezapft wird und dann eine zweite Öffnung hier oben genau in der Mitte. Das ist jetzt hier der Zapfhahn von dem Partyfässchen, aber normalerweise wäre das hier in der Mitte und dort würde man das Ganze entlüften und den Sauerstoffzugang machen. Denn das Ganze zieht ja Luft, wenn es verbraucht wird. Das ist dann auch eine typische Sache von Cask Ale. Also, ich habe in der Brauerei die Sache, dass das Bier halt in der Hauptgärung entweder fertig ist oder kurz bevor es fertig ist, sodass ich genau richtig Kohlensäure kriege. Das Ganze wird abgefüllt und dann kommt das Zeug dazu, was man braucht. Das ist häufig das Isinglass, die Fischblase oder ein anderes Klärungsmittel, damit das Bier nachher klar wird. Und dazu kommt Speise oder Zucker. Und natürlich, wenn man möchte, auch noch Dry Hop Hopfen. Das heißt, auch der Dry Hop ist bei einem Cask Ale vom Aroma so frisch wie sonst nicht möglich. Dann Karbonisierung. Das Ganze lagert 1 bis 2 Wochen in der Brauerei bei einer entsprechend vernünftigen Temperatur. Das hängt ja von der Hefe ab, bei der das Ganze dann eben entsprechend karbonisiert. Und das Rezept ist auch optimiert für diese Reifezeit. Also wenn man 1 bis 2 Wochen das Ganze in der Brauerei stehen lässt, dann muss man ein Rezept haben, was dann wirklich auch bei dem Geschmackserlebnis ist, was man haben möchte. Und dann wird das Ganze abgeschickt zu der Brauerei, zu der Kneipe, also dem Pub. Was macht man im Pub? Man lässt das Ganze erstmal für 24 Stunden ruhen, damit es auf die Temperatur kommt, die man im Keller hat, eben 10 bis 12 Grad. Und das Ganze muss sich auch ein bisschen beruhigen von dem Transport. Und danach wird das Ganze richtig gerollt auf dem Boden. Oder mit Restzucker, der sich vielleicht nur abgesetzt hat, weil das Isinglass das Ganze ja auch sehr stark flockt, die Hefe, dass es vielleicht nicht durch ist, die Nachgärung. Das Ganze wird ordentlich durchmischt, auch damit, falls dieses Isinglass sich nicht richtig vermischt hat, das Ganze wird einfach ordentlich in Mischung gebracht, indem man das Ganze rollt. Dann steht das so, dass das Ganze hier oben die Luftblase hat, also horizontal. In der Luftblase wird es angeschlagen. Dann wird das Ganze sozusagen gewentet, also die Luft wird abgelassen, der Überdruck. Und da muss jeder also wie heißt das hier, Ausschank, der Kneipenwirt, der Cellarmaster, der Kellermeister, der muss das selber einschätzen können, wann der Druck im Fass gerade so ist, dass die Kohlensäure genau richtig ist. Und es gibt dann so den Tipp, dass man mit einem porösen Stift das Ganze verschließt und wenn da in einer bestimmten Zeit keine Flüssigkeit mehr rauskommt, also kein Schaum hochgedrückt wird, dann ist es genau richtig. Und dann kann das Ganze wieder verschlossen werden, feste, also dicht. Und das Ganze wird nochmal ruhen gelassen, bis sich das aufgeschäumte Zeug wieder absetzen kann. Also da braucht man nochmal die gesamte Klärungszeit. Das können wenige Stunden sein, das kann aber auch 24 Stunden dauern. Das kann man also dementsprechend noch machen. Und dann wird das so aufgebockt, dass das nachher schräg steht, damit man da die gesamte Flüssigkeit rausziehen kann. Das kann man am Anfang nicht machen, wenn die Luftblase in der Mitte sein soll. So, wenn ich das jetzt habe und das Ganze hat nochmal geruht, dann kommt der Anstich mit den Zapfen. Das Ganze kriegt oben den Zugang zur Atmosphäre, also der Verschluss wird abgenommen. Entweder zieht das Cask dann Atmosphäre, also Sauerstoff auch und kann oxidieren, deswegen hält sich das maximal 3 Tage, dann muss es verbraucht sein. Oder man kann einen Cask Breather anschließen, das heißt man hat CO2 über einen Druck, aber man hat ein Gerät davor, was den Druck so stark vermindert, dass das Ganze nicht mehr zwangskarbonisiert oder auch nur mit Außendruck betrieben wird. Das Ganze muss nämlich dann von der Handpumpe entsprechend gezapft werden. Und ganz wichtig ist bei der Handpumpe, damit man entsprechend Schaum produzieren kann, dass das Ganze entweder gut genug karbonisiert ist, das hängt ja dann davon ab, oder wenn die Karbonisierung schon leicht zu wenig ist, um Schaum zu produzieren, dann wird dann noch ein Sparkler eingesetzt, der die Flüssigkeit so ein bisschen zerstäubt, während man die ins Glas drückt und dann dadurch extra viel Schaum erzeugt. Und das ist dann so ziemlich genau das, wie man Cask Ale herstellt. Und dann hat man mit viel Mühe und viel Arbeitsgängen im Keller halt eben entsprechend ein Bier, was eben besonders vom Geschmack her ist. Und zwar nicht nur Hopfen oder auch nur Kohlensäure, sondern auch die Malzigkeit ist dann unerreicht. So, wir sehen jetzt hier, was die Kohlensäure angeht, das kalte Bier zeigt weniger Schaum. Weniger Schaum entsteht neu über die Zeit, weil es eben so kalt ist. Die Kohlensäure ist dann viel zu stark eingebunden. Beim Eingießen habe ich ein bisschen Hopfenaroma gerochen, aber ich merke jetzt wenig davon, weil eben die Kohlensäure das nicht hochtreibt. Ich rieche aber ein bisschen Malzigkeit, also leichte Karamellnote.
So, immer einen großen Schluck nehmen. Das ist übrigens der Grund, warum das wenig Kohlensäure enthält. Das ist immer so designt, dass man einen großen Schluck nehmen kann und dann genau die richtige Menge an Prickeln auf der Zunge hat, um das Ganze, was den Malzeindruck und den Hopfeneindruck und einfach den Geschmack besonders hervorzuheben. Okay, gucken wir mal, wie sich das eine halbe Stunde lang aufgewärmte macht. Achso, ich wollte noch die Temperatur messen. Machen wir das mal zuerst. Also das hier wird wahrscheinlich keine 4 Grad mehr haben. Ich messe hier 10,4 Grad. Ist das nicht das aus dem Kühlschrank? Ah, okay. Ja, das hier hat 11,8. Und das hier? Das ist schon bei 13 Grad. Das ist also schon wärmer. Aber wieso ist das denn jetzt hier schon so warm? Wenn das gerade aus dem Kühlschrank kommt. Das ist ein bisschen überraschend, finde ich. Okay, also vielleicht ist es wärmer, als es wäre. Oder ich habe zu viel gequatscht. Das kann auch sein. So. Das riecht jetzt schon deutlich hopfiger. Das ist jetzt das Wärmste, weil ich es anscheinend ein bisschen zu früh aus dem Kühlschrank genommen habe. Das waren jetzt insgesamt, ja, es waren schon 45 Minuten mit dem Gequatsch, was ich gemacht habe. Also eine halbe Stunde ist die Zeit, die man empfiehlt. Ja, es hat diese würzigen Hopfenaromen, die für dieses Bier typisch sind. Dafür ist die Malzigkeit dann ein bisschen überdeckt. Schon viel besser. Also die Kohlensäure, die perlt jetzt im Mund ein bisschen. Das Ganze ist von der Temperatur immer noch kühl auf der Zunge, aber das ist jetzt schon grenzwertig. Das waren ja 13 Grad. Sehr malziger Geschmack. Ich finde, das ist viel voller im Mund. Es hat auch eine Cremigkeit, die man bei dem anderen Bier vermisst. Und insgesamt ist das einfach richtig herrlich. So, jetzt probieren wir das mal das dritte. Das war also gelagert bei 10 Grad. Und der Unterschied ist auf jeden Fall, dass die Kohlensäure nochmal anders eingebunden sein sollte. Denn in einer halben Stunde passt die sich nicht an die Temperatur an. Und deswegen sollte das jetzt von der Carbonisierung noch ein bisschen besser sein. Vielleicht bewirkt das ja auch was beim Rest des Geschmacks. Ja, also die Hopfenaromen sind sehr vergleichbar mit dem hier. Das ist auch so der Eindruck, den ich kenne. Solange die Trinktemperatur richtig ist, zum Beispiel für ein IPA, habt ihr dann genau die Temperatur, bei der die Hopfenaromen in die Nase kommen. Und das passt, dafür braucht man keine lange Lagerzeit. Oh wow. Ja. Also der Geschmack selber ist gar nicht so anders, aber das Mundgefühl ist komplett anders. Und zwar, statt dass das so leicht prickelt, hat man das Gefühl, es würde sich wirklich so ein Teppich aus, ja, so ein schaumiger, nicht schaumig, ist ja nicht Luftbläschen drin, aber so ein cremiger Teppich, so muss ich das beschreiben, breitet sich auf der Zunge aus und erfüllt so richtig den ganzen Mund. Viel vollerer Eindruck, ohne dass der Geschmack jetzt groß anders ist zwischen den beiden. Ich habe aber den Eindruck, dass der Geschmack viel länger anhält. Also nicht nur die Hopfenbittere, die natürlich nach IBU und so entsprechend sich aufbaut, aber auch so ein Malzgeschmack, der wirklich lange angehalten hat. Ich werde das jetzt gleich nochmal probieren, um das zu verifizieren, aber das ist so der Eindruck, den ich von diesem Bier, was bei 10 bis 12 Grad gelagert wurde, habe. Also das hier war das aus dem Kühlschrank. Es fühlt sich auch definitiv kälter an als die anderen. Bin ich ganz sicher, was ich da jetzt gemessen habe, aber ich halte das Ding jetzt nicht nochmal rein. Ja, ganz leichter Hopfeneindruck, ganz leichter Malzeindruck. Man merkt viel mehr die Kühle auf der Zunge, was natürlich im Sommer auch sehr erfrischend sein kann, will ich gar nicht absprechen. Aber für den Bierstil halt nicht optimal, meiner Meinung nach. Und die Kohlensäure ist sehr, sehr flach. Also tatsächlich schmeckt das viel flacher auf der Zunge als die anderen beiden. So, das hier kam eine halbe Stunde vorher oder ja, 3/4 Stunde vor aus dem Kühlschrank. Ja, es prickelt sehr stark auf der Zunge. Man hat einen guten Eindruck, was Malz und Hopfen angeht. Aber es klingt schneller ab. Und jetzt nochmal das hier. Das ist herrlich. Es hält immer noch an. Immer noch Malzgeschmack. Jetzt geht's langsam weg. Genau. Und dann ist die Bittere noch übrig. Also, es kann natürlich jetzt immer noch sein, dass ich Confirmation Bias habe, dass ich das jetzt so erwarte. Aber ich hatte den Eindruck halt zufällig beim Trinken von Bieren, die auf dem Balkon standen, als es genau draußen 10 Grad war.
Und das habe ich 2-3 Mal bemerkt und ich denke, der Test ist deswegen da auch relativ konsistent. Man sieht übrigens, dass der Schaum hier viel mehr anhängt als bei dem Bier. Ne? Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Also hier 2-3 Zentimeter Schaumfäden. Im Französischen heißen die Les Jambes beim Wein, ne? Die Weinbeine. Ich glaube, bei Bier sagt man das so nicht. Und hier ist da einfach gar nichts. Also wenn ihr das direkt aus dem Kühlschrank holt, ein englisches Bier, vergesst es. Wenn ihr das eine halbe Stunde stehen lasst, habt ihr ein gutes Bier, habt ihr einen guten Geschmackseindruck. Besonders der Hopfen ist dann sehr authentisch. Für IPA sehr zu empfehlen, das so zu machen. Und beim echten englischen Bier wirklich die Lagerung bei 10 Grad. Und dafür habe ich mir den kleinen Kühlschrank auch angeschafft. Ist das so genau richtig? Okay, dann will ich euch nicht weiter aufhalten, das Ganze nicht zu sehr in die Länge ziehen. Die Art und Weise, Cask Ale zu servieren, ist fundiert und möchte wirklich das Maximum an Geschmack, an Mundgefühl, an Gesamteindruck erzielen. Und genau das ist der Sinn dahinter. Und dann werde ich jetzt dieses Video noch um 2 weitere Teile ergänzen, wenn alles gut klappt und mal schauen, ob ich Cask Ale auch selber herstellen kann. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitergehende Infos zu dem Thema. Es gibt sehr schöne Videos vom Craft Beer Channel. Ist das der Craft Beer Channel? Ja, ich glaube schon. Aus London. Und der macht das Ganze allerdings in manchen Details so ein bisschen oberflächlich, dass man nicht genau weiß, was wird denn eigentlich gemacht. Aber ich werde euch die Playlist geben, wo eine 3-teilige oder 4-teilige Reihe auch gezeigt wird mit einigen Besuchen in Brauereien und so. Das ist sehr interessant. Und dann gibt es noch so ein richtig praktisches Video, 1,5 Stunden lang allerdings, von einem Amerikaner, der erzählt, wie man in Amerika die besten Bedingungen für Cask Ale schafft und wie man das Ganze serviert und aufbereitet und so weiter. Also schaut euch die Unterlagen mal an, wenn ihr Interesse habt. Das ist wirklich keine vergeudete Zeit, ist sehr toll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder, wenn ich versuche, ein bisschen was davon zu reproduzieren. Bis dann.